falsche Papiere. Phelps, Kowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Gestohlenes Fahrzeug. Na gut. Klingt mal nach keinem I Mord. swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe it. Okay, kommen wir gar nicht raus. Hier ist der Exit. So, neue Fahrzeuge. Naja. Kann ich... Ja, gut. Haben wir überlegt, ihn fahren zu lassen. Warte mal, gibt's hier vielleicht irgendwo ein Fahrzeug, also ein neues Auto, was wir vielleicht klauen können? Mitnehmen können? Wir klauen hier nichts. Nö. Gut, 2nd Street müssen wir einfach nur runterdüsen. Gucken, dass ich keinen Schaden mache. Vielleicht bekomme ich es ja mal hin, einen 5-Sterne-Fall. Wonder what Veronica Lake thinks of that one. Oh, You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her dead. Strewn all over the front page. jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Wer muss vor Gericht? War das die Rodriguez? Müssen wir doch, ich wollte gerade sagen, eigentlich gleich da sein. Entschuldigung. Sixth West 2nd Street. 12:21 Uhr. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. So. Oh. Enough games, Phelps. Take this guy out. Ja, wird der Besitzer aber nicht zufrieden sein. Oh oh. Lay into his wheel arches. Come on. Ja, ich bin doch dabei. Alter, diese Dinger. Hallo. All right. Maybe I was a couple miles over the speed Show limit. me your hands! Get bracelets Out on of the them, car Phelps. now! I'll call it in. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Mhm. Komm's Automobile 528 West 2nd Street LACA. Quittung 11.01.97, ja. 47. Cliff Harrison, Adresse, ja, okay. On. Was heißt on? Kaiser Franz, Manhattan. Motorennummer und Seriennummer. Was? Was heißt ein Fersch? Verschleiß? Gesamt $2.450,95. Gebrauchtwagenquittung 1947 Fraser, Manhattan. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Okay.
Übrigens, das Fahrzeug ist wieder brandneu, ja, wenn man im Hintergrund mal geguckt hat. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Okay. And the ownership papers? From the same place. Ah ja, Cliff Harrison. Kalifornischer Fahrzeugbrief. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Aha. Ja, ja, alles gut. Motiv für Flucht. You have a criminal record, Mr. Harris? No, nothing like that. Na? Oh, diese Zwinkern. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Mhm, Details zum Fahrzeugkauf. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Ja, warum sollte er uns anlügen, wa? And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Wer soll denn sein Vater sein? You know what? I think he's telling the truth. Ja, Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. also ich glaube ihm jetzt tatsächlich auch. Weil er hat uns ja auch alles zeigen können. Also, Paperwork all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. was war denn mit der alten gerade los? Die ist doch mich reingefahren. Also, gut, ich habe mich quer davor gestellt, aber muss ja jetzt nicht so austicken. Wo ist denn diese blöde Werkstatt? Oh oh. Entschuldigung. Sorry, ich muss mal kurz gucken, wo diese Werkstatt ist. Was ist denn das? Oh, ein verstecktes Fahrzeug. Fahren wir sogar vorbei. 6. Straße müssen wir links. Und da ist ein Fragezeichen. Oh mein Gott. Und wo? Oh, dass diese Karte so lange laden muss. Da vorne rechts. Links. Ach, da steht's doch. Oh Mann, Alter, dass ich jedes Mal hier hängen bleibe. Hier ist es. Hallo? Talbot GS 26. Und dann nehmen wir mal den Dienstwagen. Ach, und hier ist auch der Händler. Nee, wo ist er denn? Da drüben. Coombs Automobile. 13:53 Uhr.
Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Oh Gott, Autoverkäufer. That's a joke too, son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Ah, okay. Ja, was soll ich mir jetzt angucken? Achso, da das Buch. Here it is. Got the original pink slip there too. Von wem ist denn das Auto verkauft worden? Jean Archer. Oder Jean Archer, keine Ahnung. Jean Archer, Modell Kaiser Frazer, Limousine, 6-Zylinder, viertürig. Baujahr 47. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. Also das heißt, Jean Archer hat das Auto geklaut, die Papiere gefälscht. Ja gut, das ist die Kopie, das ist das gleiche, was wir schon gesehen haben. Harrison's purchase receipt was legit at least. Also der Jean Archer hat das Auto geklaut, Papiere gefälscht und dann an ihn hier verkauft. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Details der Kaufabwicklung. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Okay, sieht jetzt nicht so aus, als wenn er lügen würde. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Mhm. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Okay. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. War's richtig? Ja. Das Zahlungseinzelheiten überprüfen. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Na, das ist aber nicht was richtig. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Okay, verdächtige Transaktion? This was all above board. Yes, of course it was. Ach, Menschenskinder. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Können wir uns denn hier noch umgucken? Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Okay, hier vorne ist irgendwo ein Polizeitelefon. Alter, diese Polizeitelefone sind einfach überall. Super gut. Ich werde mich übrigens gleich nochmal in die Autos setzen, wenn es geht. Und nochmal ein bisschen was sammeln. Phelps, badge 1247.
help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages for me, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Ey, der ist Eis. Ich will auch Eis. Kann ich mich in die Autos reinsetzen? Hey, hey, hey! What the hell are you doing? I like your thinking, Phelps. Call it evident. Damn. The cop from the papers. Was? Ich war in der Zeitung? Okay. Bukowski, kommen Sie? Kunz Automobile. North Fremont Avenue. Wer war denn das? Wir fahren mal zum Zentralrevier erstmal. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Ja, Autoverkäufer halt, ne? Die müssen einen an der Klatsche haben. Keep LA safe, drive safely. Das gilt auch für mich. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Und dann gucken wir uns mal, ja, ich hätte schon rechts gemusst, egal. Dann gucken wir uns mal den Typen an. Oh oh. Central Jail, Central Police Station. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit paper. Thanks. Wer meldet denn diese Autos? That's the guy from the papers. Solved that big case. Welchen denn eigentlich? Secret Zone? Ist aber wenig blöd. Ach hier, Interview Room. Interview Room 2. Interview Door Room. knocking all morning. Hallo? I gotta make it in the car in the end. Willst du mich verarschen? James Velasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Son, you're a couple of shingles short of a full roof. So, Kalifornien Fahrzeugbrief, James Velasco, North Fremont, There's such a thing as soap, you know. Model Chevrolet. Ja, ist ja gut. Baujahr 45. Alles gut. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Mouthpiece first stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Kurier für gestohlene Autos. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Wer zeigt denn diese gestohlenen Fahrzeuge an? Da muss sich doch irgendjemand melden. Does the name Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Ich wäre mir bei Gene Archer nicht mal sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Gene Archer. What? Aha. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Ach, Mensch. Give me something, Velasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester.
How long do you think you'll last? Okay, I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Mhm. Gestohlene Autos im Lagerhaus. Where do you pick up the cars, Velasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Come on, Velasco. You must have an address. That's not the way they work. They keep moving around, never the same address twice. You had a chance to cooperate, Velasco. See you in 10 years when you get out. Ja, das war auch wieder kein gutes Verhör. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Mhm. Cool, danke. Bukowski? Wo ist denn der Ausgang? Da. Mann! Your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Nein, ich komme nicht durch, oder was? I used to be indecisive. Now I'm not so sure. That's the guy. Here he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Wo zum Teufel bin ich denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo zum... Ach, ich bin wieder im Polizeirevier? Oh. Fuck, Alter. Oh, das war ja bitter. Sorry, ich habe Bukowski jetzt einfach mal zurückgelassen. Ach, da ist er wieder. Okay. Hallo. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Ganz genau. Gestohlener Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Ja, ist ja richtig, aber... Calm down, Gene. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. But just get the fuck out of my way. Super, das hat ja richtig gut geklappt. How long have you and Velasco been delivering cars? Who is James Velasco? Hat er uns das gesagt? Sagt aus, selbst als Fahrer für das Auto zu arbeiten, Wagen verlassen, mehrere bezahlten Kunden, Quittung, Velascos Fahrzeugbrief, gültig ausgeschöpft, James Velasco, Check, ja, James sagt aus, selbst als Fahrer für das Kurier für gestohlene Autos, Autodiebstahl verlassen, mehrere bezahlten, was? Wagen verlassen mit mehreren bezahlten Kurieren im Bundesstaat. Ich weiß es nicht. He's your boyfriend. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got.
Why are you so cruel? Das war auch falsch, war? Oh Decided to Gott. make this hard on yourself, John. Let's see how you handle the hard time. Oh Gott, ist das ein schlimmer Fall bis jetzt. Oh. Oh. Der Knast füllt sich, das ist das einzig Gute an diesem Fall bisher. Entschuldige bitte, Bukowski, dass ich dich einfach hab zurückgelassen. Fuck, Alter, ist das schlimm. Freeman Avenue. Wir gehen mal in die... Ich weiß gar nicht, was da sein soll. Wir gehen mal in die Druckerei. Ich hätte wahrscheinlich erstmal mir die Wohnung angucken sollen. So, von den beiden. Also anscheinend sind die ja zusammen oder so. Oder habe ich das jetzt nur falsch verstanden? Used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Marquis Druckerei. Oder Marquis Printing Co. Hallo. Look, that's the latest thing. Ich muss tatsächlich sagen, ich erinnere mich an diesen Fall überhaupt nicht. Dass ich den jemals habe gespielt. Hallo. And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Was? Das war's? Aha, okay. We have some questions for you, Mr. Lightball. Wissen über Diebstahlgeschäft. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Ach, Mr. Lightwall. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightball. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Also ist der Autohändler jetzt schuld oder was? Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Okay. Ja, ah. Ich bin mir gerade unsicher. You sure you don't know either of them? Never heard of either gentleman. Oh, Mann. Oh, was ist denn jetzt los? Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Oh, wieder nicht gut. Nicht gut, Phelps, was wir hier machen. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Okay.
What? Names. Names. Stefan, da. Bigelow. Wer ist denn dieser Bigelow? Der kauft ein paar mehr. Ist der hier vorne hoch? Bigelow. You certainly encourage repeat business, Lightwall. This Mr. Bigelow is a good customer. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Mr. Bigelow. Phelps, Bukowski, komm. Warte, ganz kurz. Ich muss noch meine Fahrzeugsammlung erweitern. Entschuldigung. Wieder, ich muss nur ganz kurz erweitern. What? Hallo? Nein! Da drüben ist unser Auto. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unser Auto hin? Entschuldigung. Out of the car! Police! I find one goddamn ding. Okay, das war doch nicht unser Auto. Ja. Haben wir dem guten Bürger einfach mal sein Auto abgezogen? Naja, wird doch verkraften auch weg. So, dann fahren wir mal zu dem Bigelow. Ich sehe tatsächlich selber noch nicht so ganz durch bei diesem Fall. Aber anscheinend hat ja dieser Coombs da irgendwie doch was mit zu tun, was er erst nicht so den Anschein hatte. Oh, und die wohnen alle immer so weit weg. Ich meine, das Gute ist, ich habe kein Polizeiauto, so dass ich nicht sehe, ob hier noch irgendwelche anderen... Was ist denn jetzt? Oh, neues Wahrzeichen. Irgendwelche Fälle oder sowas noch sind. Mann, wo wohnen die denn? Das ist ja am Arsch der Welt. Das ist da hinten bei dem Bahnhof, wo wir den ersten, naja, Mordfall hatten. Ich habe vergessen, wie der Typ hieß. Der mit der Brille, der was dickere. Vorsicht. Industrial Street. Das sieht aber nicht aus. Wieso habt ihr denn eine Knarre in der Hand? I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Hä? Habe ich was verpasst? Aha. Okay, wieso gehen wir jetzt hier mit gezogenen Knarren rein? Oh. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Okay. Bukowski, alles gut? Throw out the guns. Wo ist denn hier einer? Ah, da sind ja mehr auf einmal. Warum denn? Headshot. Weapons on the ground. Alter, das werden immer mehr. Headshot. Nope. Nope. Ist aber der letzte, glaube ich. Put your weapons down. Okay, der ist down. Oh, der war aber wichtig mit der Schrotze. Let's move forward. Oh, oben ist jetzt noch einer. Okay. Let's clear the top floor. I don't want to get drilled in the back on the way out. Bukowski, auf wen schießt du denn? You're gonna get yourself killed.
How long do you think you can hold out? Fucking hell, Alter. I need cover! Really hurts. Na komm, komm, komm. I'm gonna put holes in you. Try the door at the end. I heard something. Versuch's mit der Tür am Ende. Welche Tür am Ende? Kann ich mir nicht die Knarren nehmen? Ach, da steht er ja. Okay. All right, don't shoot! Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Ach, und hier haben wir auch die gefälschten Sachen. Industrial Street Name, Name des Überbringers, Eigentum, wichtiger Kunde, Ware genau prüfen. Wenn die Lieferung Schäden aufweist, bitte den Fahrer diesen Beleg unterzeichnen lassen. Lieferschein. Marquis Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Okay, was haben wir hier drüben? Santa Anita Park, $150 Cash für Platz 1, Lightwall verloren. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Okay. Haben wir noch was? Aha, Blankoscheine. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Oh, sogar eine Errungenschaft um den Fahrzeugschein. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. We know about Marquis Printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Das ist doch gelogen. Ach Gott, jetzt muss ich hier erstmal das Richtige finden. Notiz, Fahrzeugscheine. Im Besitz von mehreren Auto. Marquis-Unterlagen zeigen mehrere Bigelow Industries. Lieferung an Stephen Bigelow Street. Unterzeichnung von Gordon Lightwall. Im Besitz von mehreren Autodiebstahl verdächtigen. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Wagen verlassen mit mehreren bezahlten Kurieren den Bundesstaat. James sagt aus, als Fahrer selbst als Fahrer für das Autodiebstahlgeschäft zu arbeiten. Ah, ich weiß es nicht. Gültig, ausgestellt. Ich würde... Was haben wir denn hier unten noch? Spit it out, copper. I ain't got all day. Ich mach das. So, Lügen. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquis. Das ist tatsächlich auch richtig. Aber... Fuck, Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kiste mit vorgedruckten Fahrzeugschein. Lieferschein. Fahrzeugschein. Im Besitz von mehreren Autodiebstahlverdächtigen. I want a mouthpiece. The organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C. out on the streets. Fuck, das war auf jeden Fall das Falsche. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. Das ist ein ganz schlimmer Fall bisher. Ganz schlimmer Fall. Ich bin ehrlich, ich blicke auch noch nicht so ganz durch. Was macht ihr denn hier eigentlich? Ach Gott, ja, das, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Irgendeiner durchgedreht sein oder so. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll.
Druckerei. Wir fahren mal hier hin. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. Wish it hadn't gone that way. Well, we shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong, that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Okay. Ja, also wie gesagt, ich blicke tatsächlich selber noch nicht so ganz durch bei dem Fall. Also es werden Autos geklaut. Dann werden die aus Chicago hierher gebracht, in diese Druckerei, da wo wir gerade waren, zu dem Bigelow. Der baut die um, gibt den neue Fahrzeugpapiere, die bekommt er von dem Marquis Druckerei Vogel. Ich hab vergessen, wie der heißt. Und dann machen die damit Kohle, indem sie die Dinger an Autohändler verkaufen. Sag mal, wo wohnen die? Wo muss ich denn hin? Scheiße, ist ein Arsch weit weg. Aber wer da jetzt der Boss davon ist, keine Ahnung. Es sind mir tatsächlich auch gerade zu viele Beweise, die ich habe, die ich irgendwie noch nicht so ganz zuordnen kann. Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Da quasi genau den richtigen Beweis immer anzubringen, wenn die Leute lügen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Aber wir sind ja noch in den Startmissionen. Also die harten Brocken, die kommen erst noch. Ich hätte wahrscheinlich hier viel, viel früher hinfahren müssen. Okay, das ist eine Baustelle. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Kommt's automobile Marquis-Druckerei. Okay, ich fahre da jetzt nochmal hin. Ansonsten, ich muss tatsächlich mal den Bukowski fragen. Weil ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann mich auch mit den ganzen Leuten nicht mehr unterhalten. Oh mein Gott, sorry. Wow. Okay, hallo? What is America gonna understand? It's not about getting, it's about giving. Sure I can't interest you in a nearly new car, son? I'm all but giving them away to servicemen and cops. Ich kann mit ihm nicht reden. Bukowski, ich brauche deine Hilfe. What now? Did you double check all the paperwork? Who's it made out to? Auf wen sind sie ausgestellt? Gültiger Fahrzeug ausgestellt auf Cliff Harrison. Gene Archer. Die sind aber beide im Knast. James Belasco. Fahrzeugscheine, Zentralrevier. Im Besitz von mehreren Autodiebstahlverdächtigen gefunden. Ich verstehe es nicht. Falsche Adresse auf die Gene, bla bla bla. Intuition.
Hinweise anzeigen. Digga, willst du mich verarschen? Das sind doch jetzt nicht die beiden Sachen, die auf dem Tisch liegen. Auf wen sind die Dinger ausgestellt? Ja, ich weiß, was da steht. Wir haben es doch schon gelesen. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ja, ich weiß es doch. Ja, ich weiß es doch. Händler, Stempel, Coombs. Handelsvertreter Coombs. Richard Combs. Gedruckt für das Verkehrsamt durch L.A. Was? Hä? Ich hab's nicht verstanden. Was? Any ideas? Please, Phelps. I'm begging you. Get the information out of this clown so we can leave. I look for the ideal customer, son. Ich kann mit You ihm ain't nicht halfway reden. dumb enough. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Hol die Information aus dem Typen raus. Aus wem denn? Er hat doch nichts mehr. Ja, ich will das nicht nochmal lesen. Bitte nicht. Nein, ich will das nicht lesen. Ich möchte das nicht nochmal lesen. Kann ich das abbrechen? Rückübertragung an Händler. Marquis Printing Co. L.A. Gedruckt für das Verkehrsamt durch Marquis Druckerei L.A. Was soll mir das denn sagen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bukowski, ich bin blöd. Sorry. Hey, hey, hey! What the hell are you doing? Die Verarsche, das ist mein Auto. Ich bin gerade angekommen. Komm's Automobile. Intuition. Ich weiß nicht. Hey, hey, hey! What the hell? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Achso, jetzt komme ich auf die Karte, will ich gar nicht hin. Western Union, Anruf wegen gestohlenen Fahrzeugs. North Fremont. Marquis Druckerei. What are you doing? Nee. Gott überlegt, ob da eine goldene Türklinke ist. Alter, jetzt düse ich da wieder hin. Also den Leitwoll, den können wir immerhin wegen... Oh. Entschuldigung, jetzt ist glaube ich das Ding... Okay, ich habe ihn nicht überfahren. Den Leitwoll können wir immerhin ankacken wegen den Wettscheinen. Open your eyes! Was denn jetzt? Alles okay? Bei dem Koms habe ich halt keine Ahnung, was ich da jetzt noch machen soll. So, durch und dann links. Okay. Ja, sorry, zieht sich gerade ein bisschen die Mission. Aber
Ich habe halt auch sehr, sehr schlecht verhört, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, den Fall kann man auch deutlich schneller lösen, wenn man die richtigen Fragen stellt und Antworten bekommt. Und da habe ich ja aber sowas von verkackt. Ja, der Koms wird da schon mit drinne hängen. Also ich weiß nicht, ob der Anstifter ist, aber auf jeden Fall hat er seine Finger mit im Spiel. Zumal wenn er auch ein Gebrauchtwagenhändler ist, dann ist das ja genau seine... Oh oh. Ist das ja genau sein Metier hier. Wolltest du abbiegen? Habe ich doch gesehen. So, wo war denn diese Kackdruckerei? Links oben. So, ja, ich hab's verstanden. He's only a writer. He can't really help. Nee, komm ich nicht lang. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Lieferung in die Industrial Street. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Ja, okay. Lüge. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. So, I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Ja, und jetzt sehen wir die blöden Wettscheine. Oh, kann ich das nicht irgendwie ein bisschen schneller machen? Das geht nicht, ne? Santa Anita Wettschein als verloren gekennter Ausgestellter Lightball. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent, blah, blah, blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. A slip of the tongue. Naja. Immerhin sogar noch 3 Sterne. Gefundene Hinweise 16 von 18, okay. Da habe ich doch halbwegs vernünftige Arbeit gemacht. Fragen richtig 12 von 18. Das ist ausbaufähig. Bigelow ist zwar ein Ganova, aber hätte Lightball hingehängt, wenn man ihn dazu ermutigt hätte. Also bei Bigelow hätte ich die Aussage... Wer ist denn jetzt der Chef? Der Lightball? Oder der... Ne, der Bigelow anscheinend ja doch nicht. Aber Lightball? Nie im Leben hat der das Ganze organisiert. Und der Koms ist doch nicht mit drin, oder wie? Mich getäuscht. Naja, aber egal, 3 Sterne und ein Häkchen auch hinter diesem Fall, der anscheinend neu war, also für mich auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Errungenschaften bekommen. Und ich meine, ich habe schon ein bisschen weiter beim ersten LP in Anführungsstrichen gemacht, sodass das hier anscheinend ein neuer Fall ist. Also den kannte ich tatsächlich auch noch überhaupt gar nicht. Aber gut, wir haben es ja hinbekommen und haben einen schönen Presseartikel bekommen, ne? Das ist ja das Wichtigste.